Ja, die Idee bei dem Jaguar war wirklich, den als Hochzeitsauto zu nehmen. Der Umbau hat sich spontan so ergeben. Meine Frau war von der Idee, oder meine Verlobte war von der Idee sehr begeistert. Ja, als er schon serienmäßig gewesen ist, ich hoffe, dass sie sich jetzt auch darauf freut. Und ja, wir bleiben gespannt, wie das dann als Hochzeitsauto fungiert demnächst. Ja, ich bin der Aki, bin 38 und fahre einen Jaguar. Ja, ist ein Jaguar, 99er Jahrgang, der XJ8 als Modellreihe X308 mit dem 4 Liter V8 und ja, in einer ganz normalen Sportausführung. Ja, hammervolle Hütte. Wie bin ich zu dem Auto gekommen? Der Plan stand, ein eigenes Hochzeitsauto dementsprechend zu bauen lassen mit Unterstützung und ja, sollte nichts von der Stange sein. Also schon irgendwas Außergewöhnliches. Und da fiel die Wahl wirklich auf den 99er Jaguar. Sieht man nicht allzu oft. Ja. Umgebaut haben wir da das komplette Fahrwerk, ist eine Sonderanfertigung, dass er ja, dementsprechend schön in die Knie geht. Als Steuerung haben wir natürlich die LF3P genommen. Von RF Performance und ja, die Felgen sind von Keskin, Standarddesign, passt dementsprechend halt eben zum Oldschool-Look dementsprechend. Ja, leichter Hardline-Ausbau von den Freunden aus Magdeburg. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ja, was haben wir noch gemacht? Gar nichts, doch. Auspuffanlage, die wurde noch ein bisschen dementsprechend angepasst, dass man hört, Mensch, da haben wir ein bisschen Hubraum am Start, das funktioniert dann. Fahrgefühl durch das Luftfahrwerk ist echt entspannt, also es ist komfortabler, muss man sagen, als das Serienfahrwerk, was vorher drin war. Du hast nicht das Gefühl, dass du schaukelst, dass du seekrank wirst bei so einem Bootfall von knapp 5 Metern. Vom Fahrgefühl her, du merkst, dass du 2 Tonnen bewegst. Du weißt auch, dass der Motor die Leistung halt eben auf die Straße bringt und dass du damit auch entspannt überholen kannst, ohne irgendwie ja, in die Hose zu machen. Also es funktioniert nicht ganz geil. Und ja, du cruist einfach, du genießt es, du freust dich einfach, wenn der Motor da ist, wenn du ihn hörst, wenn die Leute gucken. Klar, das ist quasi immer so ein nettes Gimmick, aber ansonsten chillst du. Radio kann man anmachen, muss man aber nicht. Also irgendwie fehlt es dir gar nicht, wenn das Radio einfach mal aus ist und du cruist einfach dahin und genießt es dementsprechend. Als Felge haben wir die Keskin Retro-Design genommen, kann man so sagen, so ein bisschen vom OZ abgeschaut. Sind Einteiler, 10×18 mit einem 245er Reifen. Das Ganze in einer sportlichen ET von 35 und da sind nochmal jeweils pro Rad 20 mm Scheiben, um halt eben den Lokkreis von 5×120,65
auf 5x112 zu adaptieren, damit man da wenigstens vernünftig rollt. Einen einzigen Hersteller fürs Luftfahrwerk, der das auf Wunsch dementsprechend zusammenstellen kann. Vorne ist eine Mischung aus Bildstein und Luftdämpfer und vorne ist eine Mischung aus einem Bildsteindämpfer und quasi einem Luftbalg, der extra dafür angefertigt ist, und die Hinterachse ist eine Verbindung aus Dämpfer und Balg dementsprechend, der dann schön in die Knie geht auf jeden Fall. Gibt es leider so jetzt direkt von der Stange nicht zu kaufen. Ja, der Jaguar, in Abkürzung Jack Daniels, dementsprechend entstand das Thema meiner beiden Freunde aus Magdeburg, den Kofferraumausbau wie eine Destillieranlage dementsprechend darzustellen mit 2 Jackie-Flaschen, alles schön in Kupfer gehalten, Echtholz-Maserung, und ja, das wurde echt ganz geil in Szene gesetzt. Und da man den Kofferraum bei so einem Auto eigentlich nicht braucht, ist ja kein Reisemobil, hatten die freie Hand mal auszurasten. Ja, es ist erschreckend für den Jahrgang 99 aus der englischen Schmiede, so ein Fahrzeug, dass da wirklich schon alles drin ist. Das heißt, klar, Sitzheizung, Vollleder, eine beheizbare Windschutzscheibe, also da war ich echt mega überrascht. Elektrisch verstellbare Sitze, Velourhimmel und allem drumherum. Also das ist schon, ja, oberste Liga, muss man sagen. Warum habe ich den Jaguar gekauft? Also warum Jaguar an sich? Es ist was Außergewöhnliches, man sieht es wirklich kaum auf den Straßen, im Gegensatz zum 124er, was auch sehr schöne Autos sind, oder ein 7er BMW, ein E28 oder. Aber das erkennt man doch schon öfter auf der Straße. Und so ein Jaguar, auch wenn man darauf achtet, man sieht ihn kaum. Und das ist schon was Außergewöhnliches. Auch die Reaktion der älteren Menschen, die einen auf der Tankstelle ansprechen und wollen einfach nur wissen, was ist denn das für ein Modell? Oder ja, wie alt ist er denn? So einen hatte ich mal irgendwo, als ich in einer Sparkasse im Vorstand gewesen bin. Und solche Gespräche kommen dann zustande. Also egal ob jung oder alt, die Resonanz ist einfach positiv. Also ich habe jetzt noch keinen älteren Mitbürger getroffen, der dann gesagt hat, Junge, bist du behindert? Also jeder freut sich, wenn er das Auto sieht. Und ich natürlich umso mehr. Das Projekt wäre, glaube ich, nie so gut gekommen ohne die Unterstützung. Nee, das Projekt wäre nie so gut geworden, wenn ich nicht die Unterstützung klar von meiner Partnerin hätte, die den ganzen nervigen Kram mitgemacht hat. Der größte Dank geht klar an Patrick und Sascha von Groundworks für das Luftthema 0 Bar, für die Zulieferung, und natürlich an Kollegen Ampel, der sich am Auspuff ein bisschen ausgelassen hat, und er weiß schon, was ich meine. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Auto, das Projekt. Und wenn es euch natürlich gefällt, Daumen hoch, ein Like lassen, den Kanal abonnieren, und alles Gute. Salute. It'd be easier for me. Oh. But there's something holding on the way we long gone. So hard to face.